Hallo, willkommen auf dem YouTube-Kanal rund den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um eine spezielle Wärmebildkamera, Thermalkamera, vielleicht sogar die beste. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, worum geht es genau? Es geht um die Ventru TS2. So sieht das Gerät aus in echt. Und was hat das jetzt anders als sonstige Wärmebildkameras? Guckt euch das hier an. Es hat einen Fokus. Bedeutet, man kann jetzt auch Sachen tatsächlich fokussieren, um dann die Schärfe, die sonst in so einem Wärmebild immer gefehlt hat, jetzt tatsächlich hinzubekommen. Wie das aussieht, blende ich euch jetzt mal kurz ein. Wie ihr seht, so sieht das Bild normalerweise aus. Und wenn man jetzt hier das Ganze nachjustiert, nachfokussiert, dann kommt erst ein schönes, scharfes Bild raus. Genau, und das kann nur diese Kamera hier. Wie immer, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ich zeige euch jetzt mal, was das Gerät denn jetzt ganz genau kann. Und ja, fangen wir doch zuerst mal mit dem Unboxing an. Los geht's. Das ist die Verpackung, wie gerade eben auch schon mal kurz angedeutet oder gezeigt. So sieht das Ganze halt aus. Und wir öffnen das Ganze jetzt mal. So, das ist eine Verpackung drin. Hier ist ein dickes, fettes Handbuch drin. Und hier in diesem kleinen Verpackung, hier ist dann das Kabel drin. Das Kabel könnt ihr verwenden, wenn ihr die Kamera nicht direkt am Handy dran haben wollt oder vielleicht sogar auch an den Laptop anschließen wollt. Da seid ihr flexibler und ja, könnt damit dann die Kamera dort anschließen, wo ihr wollt. Es ist wie immer ein Hardcase dabei. Mir gefallen ja solche Cases immer sehr gut zum Verstauen, damit das Gerät dann immer sicher abgelegt werden kann. Und da ist das Gerät, so sieht es dann halt aus. Hat einen USB-C-Anschluss, bedeutet für Android und auch die neuesten iPhones kann es dann halt verwendet werden. Und ja, hat hier diesen Fokus, wie gerade eben schon gezeigt, und das ist die ganze Verpackung. Nach dem Unboxing ist die Installation sehr, sehr einfach. Zeige ich euch jetzt. Einfach die Kamera des Handys öffnen, den Code auf der Seite der Verpackung abscannen. Es öffnet sich der jeweilige Store. Ihr könnt das Ganze dann installieren, also runterladen und installieren. Danach entsprechend auch direkt schon öffnen. Es kommt eine kurze Einleitung, die können wir immer mit weiter dann überspringen bzw. weitermachen. Und dann kommt auch schon die Aufforderung, die Kamera anzuschließen. Die könnt ihr halt anschließen mit der Kamera nach vorne, so wie ich es jetzt gemacht habe, oder zurück, wie ihr wollt. Und sobald die Kamera eingesteckt ist, kommt halt noch der Hinweis, dass er halt die Berechtigung braucht, darauf zuzugreifen. Und dann geht es auch schon los. Gehen wir jetzt erstmal in die Einstellungen, damit ihr seht, was da alles ist. Ich gehe mal im Schnelldurchlauf durch, was man so alles hier einstellen kann. Wenn euch das interessiert, macht das Video einfach ein bisschen langsamer, damit ich euch auch mal die interessanten Teile dann auch hier auch zeigen kann. Ja, wie ihr seht, viele Einstellungsmöglichkeiten hier für den professionellen Bereich. Da könnt ihr auch das fein justieren. Das ist wichtig bei Kameras. Und wir haben hier natürlich auch diverse Sprachen, die wir auswählen können. Wie immer, ich lasse das jetzt mal auf Deutsch und dann kommen noch FAQ, Benutzerhandbuch, Hilfsdokumente, Kontaktformular. Also alles, was das Herz begehrt, das können wir mit der App dann machen. Das sind die grundlegenden Einstellungen. Dann gibt es natürlich die eigentlichen Video-Einstellungen und die zeige ich euch jetzt. Wir starten die Kamera und sehen dann auch direkt die Einstellungen der Kamera. Wir können also hier einen Punkt auswählen, um uns dann die Temperatur nur dieses Punktes hier anzeigen zu lassen. Wir können aber auch eine Linie uns einzeichnen. Da sehen wir Min und Max auf der Linie, ein Rechteck. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Kreis, Min und Max innerhalb dieses Kreises. Wir können natürlich auch die Farben abändern, damit man es vielleicht besser erkennen kann, je nachdem, was für eine Farbeinstellungen ihr gewählt habt. Ich gehe mal hier im Schnelldurchlauf durch, welche Farbeinstellungen ihr hier habt. Hier kann man einfach das auswählen, was einem am besten gefällt. Ich mag hier diese Standardeinstellung. Hier habt ihr die Möglichkeit, Fotos oder Videos aufzunehmen. Dann hier natürlich die Möglichkeit, die zusätzliche Kamera des Handys mit einzuschalten. Da könnt ihr ein Overlay machen, damit ihr halt das Bild der Kamera und das Bild der Infrarotkamera seht. Hier habt ihr noch weitere Einstellungen, um das Bild halt heller zu machen, den Kontrast zu ändern. Also so, damit es halt euren Bedürfnissen entsprechend angepasst ist und damit ihr das beste
aus der Kamera herausholen könnt. Bild kann natürlich geflippt werden, gedreht werden, also alles, was das Herz begehrt, das könnt ihr halt durchführen. Das sind die Einstellungsmöglichkeiten dieser Kamera. Kommen wir jetzt aber zum praktischen Beispiel. Wozu braucht man denn solche Kameras? Unter anderem, die Kameras haben einen ganz, ganz breiten Einsatzzweck. Hier bei uns jetzt, in unserem Fall, zeige ich euch, wofür ich es jetzt verwendet habe. Ich hatte ja schon die ganze Zeit so den Verdacht, dass hinten irgendetwas schleift. Ich konnte es allerdings nicht herausfinden. Wie ihr seht, die beiden Reifen an meinem alten Focus Mk1 sehen ganz normal aus. Auch die Bremsen, Bremsbeläge, Bremsscheiben sehen ganz normal aus. Da ist also absolut nichts zu erkennen. Jetzt mal das Ganze mit der Wärmebildkamera. Wir starten vorne links. 70 Grad. Wir starten jetzt hinten links. Hier sehen wir um die 36 Grad. Jetzt gehen wir nach hinten rechts und dort sehen wir 57, 58 Grad. Das ist also der Reifen, wo was schleift. Hier vorne wieder um die 70 Grad, also vorne die beiden haben um die 70 Grad. Hinten rechts, die sind zu heiß. Bedeutet, dort hinten schleift etwas. Das muss korrigiert werden, sonst geht es auf die Dauer irgendwann mal irgendwas kaputt. Hier nochmal von ganz weitem, einfach mal, dass ihr mal seht, wie das Ganze denn mal aussieht. Hier jetzt nochmal von nahem die fragliche Bremsscheibe und da seht ihr um die 55 Grad. Das Auto hat jetzt ein paar Minuten gestanden und somit könnt ihr eine super einfache Diagnose stellen. Das nicht nur für Bremsbeläge, Bremsscheiben, sondern natürlich auch für den Motorraum, für die Sitzheizung, für alles Erdenkliche. Zu Hause auch, wenn ihr dort Kältebrücken habt, um rauszufinden, wo kommt denn vielleicht die Kälte her, wenn es jetzt bald Winter wird, um das vielleicht mal abzudichten. Also ganz breites Einsatzspektrum und ich bin ein großer Fan von dieser Wärmebildkamera, wo man einfach Sachen sieht, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Und nochmal, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Schaut dort mal rein, klickt euch das Produkt mal an, schaut es euch an und entscheidet dann, ob das was für euch ist oder nicht. Auf jeden Fall, ich bin ein großer Fan von diesen Wärmebildkameras und wie gesagt, hier sogar mit Fokus, hat sonst keine Kamera, die ich jetzt so kenne. Ja, das war's zu diesem Video. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.